Moin oder was? Einmal schöne Grüße aus der Nachbearbeitung. Uns hat gerade die freudige Nachricht erreicht vom Fabian, seines Zeichens Würfelbar, Kobold und Mitorganisator der Jump Major Series, dass wir euch ein Ticket für das Krefeld Major Anfang August zur Verfügung stellen können. Da könnt ihr jetzt gerne teilnehmen bei dem Gewinnspiel. Und zwar müsst ihr da einfach nur hier unter diesem Video kommentieren mit Hashtag Krefeld oder Hashtag Krefeld Major oder Ausrufezeichen Krefeld. Wir wissen alle, wer regelmäßig den Montagsstream von den lieben Breaking Hits schaut, dass die Leute da nicht so genau drauf achten können. Also gebt uns einfach in den Kommentaren zu verstehen, dass ihr teilnehmen wollt. Dann werden wir das bei der Aufnahme zum nächsten Podcast verglücksraten. Das heißt, Donnerstag in 2 Wochen wisst ihr, wer der Gewinner ist. Das Major findet statt gleichzeitig quasi mit der World Team Championship der WTC in Leoben. Wer also sagt, ey, die volle Ladung 40k gebe ich mir, ich schaue, oder während ich die WTC schaue, zocke ich auch noch einen Major. Kommt vorbei, von uns werden auch einige Leute da sein. Ja, und wer noch kein Ticket hat, der kauft sich entweder eins oder gewinnt jetzt eins, tippt rein und jetzt geht's hier weiter mit dem Podcast. Hi Leute und willkommen zurück bei der mittlerweile 5. Folge von Zugzwang Report. Es sind wieder Ben und ich, the usual suspects, und recurring guest Louis ist auch wieder dabei. Diesmal sogar live in Person und Kamera. Ja, Jungs, wie geht's euch? Louis? Ach, kann mich nicht beklagen. Gerade frisch zurück und eigentlich, wenn man so viel Turniere in der Folge gespielt hat und jetzt irgendwie sagen kann, okay, wieder zu Hause, ist ein sehr schönes Gefühl. Oh ja. Und Ben selber? Ich fühle mich ein bisschen ausgedörrt. Letzte Woche war kein Turnier für mich. Das ist echt hart. Aber jetzt am Samstag geht's Richtung Lübeck zum Beach Clash. Da freue ich mich schon drauf. Hattest du kein Ticket, was du für letztes Wochenende gewinnen konntest? Nee, also das wäre Bedburg gewesen, der Eintäger, aber ich hatte Firmenfeier, deshalb konnte ich da nicht hin. Und dann, echt gemein, so soziale Verpflichtungen, das geht gar nicht. Ja. Würde ich nicht mit mir gefallen lassen, ja. Also würde ich mal zum Arbeitgeber gehen und man ganz ernst würde ich mit denen sprechen. Ja, habe ich auch. Der hat meine ernsten Worte in Caipirinha ertränkt. Oh, okay, das geht. Daran kann man das. Nee, geil. Ja, schön, Leute. Mit zu quatschen. Also, Louis, wir haben uns ja das ganze Wochenende schon gesehen beim Pyra Cup. Aber Ben, auch mal wieder schön. 2 Wochen ist es her. Louis hat mal auch ein Chaos-Ding. Ja. Was haben wir heute in petto für unsere wunderschönen, super starken, reichen, tollen, klasse Warhammer spielenden Zuhörer? Ja, wir haben 3 Hauptthemen, würde ich sagen, ne? Einmal werde ich über den Battle Bear Brawl quatschen. Da war ich vor 2 Wochen im schönen Rammstein. Dann wird Luis, dafür ist er hier als Gast, über das Salzburg GT Major. Alpine Cup Salzburg, whatever. Es war ausgeschrieben als Major. Wir hatten von der Anmeldeanzahl genug Teilnehmer für das Major. Und dann durch Drops sind wir genau um 1 Punkt unter den arbiträren Value für Major beim Ranking gefallen. Deswegen. Und ich dachte, wir haben hier. Ja, ich weiß. Deswegen, wir haben das namentlich als Major. Louis, also Louis, ich weiß nicht, kannst du bitte wieder gehen? Echt? Also, wir haben ja dieses ganze Layout hier, dieses Overlay angepasst für 3 Kameras jetzt und so, richtig viel Arbeit. Und jetzt haben wir jetzt hier so einen GT-Sieger nur. Nein, du dachtest einfach, du baust dich hier langsam auf. Du hast RTT gewonnen, Domination, jetzt dann GT Salzburg und als nächstes natürlich den Major. Nein, du wolltest das nur ordentlich machen. Nein! Ja, genau. Und dann haben wir zuletzt, wirst du noch ein bisschen quatschen, Niklas, ne? Über den Pyra Cup. Genau, also ein bisschen über den Pyra Cup erzählen. Und bevor jetzt die Team Germany Coaches und so
das Video abschalten und mich anrufen und sagen, was, ihr habt über Pyra Cup geredet, seid ihr bescheuert? Nein, wir reden nicht über Großlisten oder was alle Welt so spielt, was wir spielen, sondern einfach ein bisschen die Erfahrung, auch ein bisschen, wie das jetzt so ist in dieser finalen Vorbereitungszeit für WTC, für Team Germany und die anderen Nationen und einfach die Vibes, ne? Also da wird nicht zu viel jetzt. Keine Sorge, Paul, Malte, köpfe mich nicht. Ja, und Noch nicht. die lieben Nicht-Coaches-Zuhörer werden uns hoffentlich nachsehen, dass wir da noch keine Insights geben können, sondern nur ein bisschen von dem rundherum erzählen können. Genau, also wenn ihr auch anderen Leuten oder der Szene folgt, auch international, was natürlich nicht sollte, die sollten uns folgen, merkt ihr, die sind jetzt alle sehr verschwiegen plötzlich, sehr, sehr vorsichtig damit, ihre Listen nicht allzu weit preiszugeben. Genau. Da wird auf einmal so mäßig über andere Systeme erzählt, weil voll okay. Genau. Wir müssen auch alle mit mit Middle-earth anfangen. Könnt ihr schon Kill-Team? Ja. Nee, geil. Also, das ist heute also auf dem Programm. Bevor wir damit loslegen, aber natürlich noch wie üblich Shoutout an Fantasy Welt, unseren bombengeilen Sponsor. Vielen, vielen Dank für euch. Checkt auf jeden Fall gerne Fantasy Welt ab, falls ihr irgendwas braucht für die Hobby, falls ihr immer noch nicht genug Knights gesammelt habt, weil ich merke mittlerweile, jeder Knight-Spieler hat ja gefühlt 3 Armeen auch schon verliehen, plus seine eigene mitgebracht. Jeder Keck holt sich Knights an mir gerade. Macht das also bei Fantasy Welt. Bei Knights kann man sich wunderbar kreativ austoben, also könnt ihr euch alle Hobby-Bastel-Mal-Sachen da schnappen und noch alles andere, was euer Hobbyherz begehren würde. Ja, und was Fantasy Welt vorher noch nicht hatte, was sie jetzt neu aufgenommen haben ins Sortiment, aber noch nicht vorrätig haben, ist Baron of Dice. Ne? Da habe ich auch jetzt am Wochenende mal schön reingeshoppt. Die bekommen auch relativ exklusive Würfelsets. Disgustingly Resilient Podcast hat Baron of Dice Würfel. Die wird man darüber wohl beziehen können. Ja, da könnt ihr mal reinsnacken. Ja. Wann gibt es dann auch die Zugzwangwürfel bei Baron of Dice, hä? Lecker, lecker. Doch hab nur ich die. Irgendwann, das ist der nächste Merch-Drop. Ich sehe es schon. Nee, aber also checkt ihr gerne aus, checkt den Link dafür in der Beschreibung. Das ist ein Affiliate-Link. Da kriegen wir ein bisschen was auch davon ab. Macht das gerne. Und nochmal, wie gesagt, vielen Dank an Fantasy Welt. Und jetzt, without much further ado, lass uns starten. Und zwar, Ben, Stage is yours. Bericht uns doch mal vom Battle Bear. Ja, sehr gerne. Der Battle Bear Brawl war ursprünglich auch als Major ausgeschrieben. Da gab es dann aber teilweise viele Konkurrenzturniere in der Nähe und Sommerloch kommt noch dazu, plus ich glaube, die Teilnahmegebühr lag bei 120 €. Ich weiß das nicht so genau, weil ich das Ticket gewonnen habe. Das ist ja crazy. Du hast mal ein Ticket gewonnen. Ja, da habe ich mich auch ein bisschen drauf gefreut. Da bin ich wieder, der Mob hat mich wieder ausgespuckt. Genau, also das war dann leider kein Major-Turnier. Wir waren am Ende, ich glaube, 32 Teilnehmer, was ein bisschen schade war und dem nicht ganz gerecht wurde, weil es ein richtig cooles Turnier war. Aber es war schon so, dass auch drumherum nicht alles glatt lief. Da kann das Turnier jetzt nichts für. Wir hatten uns zu viert in ein Hotel eingenistet. Am Montag vor dem Turnier kriege ich dann Bescheid, ja, es gab einen Wasserschaden am Hotel und der kann uns da die Unterkunft nicht bieten. Und so, okay, Mist, jetzt suche ich mir mal irgendwas. Dann haben wir aber nichts mehr zu viert zusammenbekommen. Das heißt, okay, gut, dann muss ich halt selber runterfahren. Habe auf Höhe Koblenz noch den Timo eingesammelt. Mit dem bin ich dann in einem Airbnb untergekommen, so 20 Minuten von der Location dann selber weg. War aber trotzdem ganz cool. Das hat dann alles super funktioniert. Tolles Airbnb. Genau, und dann sind wir da nach Rammstein gefahren. In einer Stadthalle in Rammstein war das Turnier. Riesig viel Platz. Also um die Tische rum mega viel Platz. Ich glaube, es kamen immer 2 Tische aneinander. Also nicht direkt aneinander, sondern quasi zusammengestellt. Aber man hatte wirklich... Da über Platz kann man sich nicht beschweren. Die hatten so viel Platz, weil es ja ursprünglich für 120 Leute ausgeschrieben war, dass die dann noch ein Star Wars Legion Turnier in der gleichen Location gleichzeitig untergebracht haben, damit sich das so ein bisschen lohnt für die.
Genau, das war ein ganz cooles Happening dann. Da konnte man auch mal in den Pausen vorbeigehen, weil die Spiele nicht gleichzeitig waren, sondern sich so ein bisschen überschnitten haben. Und konnte man gucken, okay, wie sieht das denn da aus? Und dann kam dann auch ein Kommentar wie, die haben ja mega geiles Gelände und so, aber ist das denn competitive? So, ja, Star Wars Legion hat keine standardisierten Turniertische. Die stellen halt hin, was cool ist. Das ist bei denen competitive. Nee, das war schon super. Essen war, zumindest an Tag 1 war das top. An Tag 2 habe ich mich mega auf Dampfnudeln, Germknödel gefreut und die waren leider komplett von unten verbrannt. Die konnte man einfach nicht essen. Da war ich mega sad. Und was auch noch ein kleiner Wermutstropfen war, was sie aber nicht besser lösen konnten, war das Trinken. Das war auch sehr teuer. Also hast du dann für, ich glaube, 1 Liter war das Cola, 6 Euro bezahlt. Das ist dann schon viel. Ich glaube, das Wasser war nicht viel günstiger. Man konnte sich aber zu trinken mitnehmen. Ne? Also das war nicht so, dass man dann da vor Ort kaufen musste. Die haben es halt irgendwie nicht aufgrund oder unter anderem, weil dann nur 32 Leute waren statt der 100 geplanten, war das irgendwie so, dass sie keine bessere Lösung gefunden haben. Genau. Ja, ich gehe mal in die Spiele rein. Ich sehe gerade. Nee. Ja. Genau. Runde 1 habe ich gespielt gegen den guten Andy Helm Deiskill. Oh, nice. Gegen den hast du, glaube ich, auch beim Bamble gespielt, ne, Niklas? Nee, leider nicht. Wir wollen die ganze Zeit gegeneinander spielen und wir haben schon gesagt, beim nächsten Singles machen wir eine Challenge. Da zocken wir gegeneinander Runde 1. Okay, Das sagen dann wir war schon. das so. Okay. Nee, das war auch mega cool. Es gab schon Leute, die haben dann gesagt, oh ja, Finale direkt in Runde 1 und so ein Quatsch. Weil Andy ist aktuell nicht so mega aktiv, aber war auch vor einiger Zeit so. Als ich angefangen habe, mich für Competitive Warhammer zu interessieren, war das so auf jeden Fall einer der Top-Spieler. Genau. Ja, und beim Bamble hat er mit seinem Deathwatch auch gut für Schmerzen gesorgt bei Gegnern. Der hat auch echt gut performt beim Bamble, glaube ich. Das war der drittbeste von denen? Nee, anderer. Das war ein anderer. Nicht der Deathwatch Andy. Von den Spitzligern der Andy. Ach, Helm. Ja, klar. Viel habe ich gegen anders gespielt. Ich bin so ein Bescheuerter. Hast du doch gegen den gespielt? Oh, ja, klar habe ich gegen den gespielt. Ach. Ja. Sorry. Genau. Andreas Hey und Helm. Das ist so ein ähnlicher Name. Sorry. Ja, ist auch schwierig, wenn die beide mit H anfangen, oder? Also echt. Ja, ich finde es auch schlimm, wenn Leute in Competitive Warhammer ähnliche Namen haben. Das ist auch an haben. meiner verrotteten Deathguard-Zunge, dass ich einfach undeutlich spreche. Also, das kann sein. Nee, auf jeden Fall, der hat Renegade Raiders gezockt mit dem neuen Lord Discordant direkt 3-mal. Ja, hat sehr aggressiv gestaged. Er hatte den Dread Reaver für die Rerolls auch auf dem Lord Discordant. Der steht dann in der Mitte hinter einer Mauer und denkt so, okay, kann ich jetzt Turn 2 meine Thermis da reinschicken, Full Send machen und gucken, dass ich das Spiel gewinne. Klappt auch alles ganz gut, bis die Thermis den Charge nicht schaffen. Und dann stehe ich da mit runtergelassener Hose und denke so, ja gut, dann macht er jetzt halt Full Send in mich rein. Schade. Hat er noch die 10 Warp Talents? Er hatte auch noch 10 Warp Talents, ja. Okay. Genau, 10 Warp Talents. Nicht die Hoffnung, zweimal 5 Legionäre, einmal mit Lord, einmal mit Master of Possessions. Die 3 Lord Discordants, 3 Predator. Und dann halt noch Kram. Genau. Ja, ich war auch von den Punkten sehr weit vorne, aber auf dem Board sah das halt gar nicht nach meinem Spiel aus. Das war richtig crazy. Am Ende war es so, in meiner 5. Runde muss ich einen Storm Hostile machen, kann irgendwie nur auf seinem Heimmarker Storm Hostile machen, indem ich mit einem Great Uncle 6 Zoll durch die Wand charge. Er stellt aber seine Warp Talents per Rapid Ingress dahinter. Und ich so, ja, okay, dann kannst du jetzt eine Heroik machen. Und wenn du die Doppel 1 würfelst, dann habe ich halt gewonnen. Und wenn nicht, hast du halt gewonnen. Weil es halt so super knapp war. Und ich würfel genau die 6 und er würfelt genau die Doppel 1. Und dann misst er nach und guckt so und sagt so, guck mal hier, ich komme aber da rein. Und ich so, ja, okay, dann scheint so, aber es scheint mich komisch gemessen zu haben, aber okay. Und dann macht er das und dann überlebt er und ich krieg keinen Storm Hostile. Und dann meine ich aber irgendwann so, ey, wie geht das? Ich bin auf dem 6 Zoll Charge, du bist 9 Zoll von mir weg mit dem Rapid Ingress, ich darf genau 6. Wie kann die 2 reichen? Ich sehe es nicht. Und er so, ja, nee, hast recht. Das geht eigentlich nicht. Und dann war echt mega fair, obwohl ja schon einen halben Zug mindestens, ich glaube, es war sogar am Ende des Spiels oder so,
Also ich glaube, es war ein ganzer Spielerzug später. Dann hat er gesagt, ja, ganz ehrlich, dann habe ich es nicht geschafft. Dann kriegst du die 4 Punkte und dann habe ich dadurch um 1 Punkt gewonnen. Das war mega fair, weil eigentlich hätte ich das direkt sagen müssen, so, ne, ey, das geht nicht. Hatte ich dann aber auch irgendwie, war ich nur so, hey, okay, komisch, aber okay, wenn du meinst, es passt, dann passt es halt. Ja, also super fair, super geiles Spiel. Viele bescheuerte Aktionen sind passiert. Ich hatte an anderen Stellen aber auch, also ne, mal ganz davon abgesehen, dass die 2 auf den 2 Würfeln schon mega lucky ist, dass er den Charge nicht schafft. Hatte ich an anderen Stellen auch ein bisschen Glück mit, er schafft Battleshock-Tests nicht für Punkte und so und Quatsch. Ne? Das war schon, ja, hatte ich Glück, auch wenn ich eigentlich am Anfang Pech hatte und die Challenger-Card mich einfach hart dran genommen haben. Ne? Also er war die ganze Zeit vorne auf dem Board, kriegt aber 9 Punkte Challenger in dem ganzen Spiel. Das war schon heftig. Ja. Das hat mir auch einiges gelehrt, auf Challenger aufzupassen. Genau, ich gewinne dann. Ganz 11 bewusst keine Secondaries machen. Es ist ja, wirklich die Meta. Da Es kommen ist wir wirklich die später Meta. dazu. Runde 2 spiele ich gegen den Mike Streffing mit Leagues of Wotan. Ich überlege gerade, er hat den ersten Drop auf jeden Fall. Das heißt, er kann seine Infiltrator so stellen, wie er will. Aber im letzten Endes bekomme ich seine Hackathons ganz gut geknackt und seine Berserker machen nicht den Damage, die sie machen müssen. Und dann gewinne ich das einigermaßen safe, 12-8, aber auch einfach, weil ich dann kaum noch Risiko gehe. Da gibt es auch nicht so viel zu erklären. Da waren bestimmt auch coole Momente bei. Ich weiß, dass da was war. Ich weiß aber nicht mehr, was da genau war. Also Mike, wenn du es siehst, entschuldige, kannst du ja gerne kommentieren, wenn dir irgendwas da besonders in Erinnerung geblieben ist. Keine Sorge, ich hab Andi schon viel mehr offended, als du jetzt Mike offenden könntest. Ja. Von daher. Ich habe schon allen Fleck genommen. Ja, Spiel 3 spiele ich dann gegen Richard. Er kommt da aus der Ecke, spielt Grey Knights und hat nicht Warpbane gespielt, hat die Teleport Strike Force gespielt. Und ich so, boah, Teleport Strike Force ist voll schlimm für langsam mit der Karte, die in Nahkampf wollen. Und da hat auch noch Kaldor Dreigo dabei mit Paladin. Und ich so, nein, was soll ich denn da jetzt? Und dann kommt die Frage, was ist denn alles ein Dämon? Ja. Ja. Ich Ja. habe jetzt die Band gespielt. Ich hatte noch mehr Dämonen dabei. Ich hatte einen Great Anti-Mod zum Beispiel dabei. Und das war wirklich so. Du hast bezahlt. Das ist aber schade. Das war schon ein bisschen traurig. Er hatte einen Librarian mit First to the Fray, der dann Runde 1 auch Deep Strike, mir einen Tallyman direkt erschießt. Ich glaube, er schafft auch einen 9er Charge, macht mir noch irgendwas kaputt, steht dann aber vor meiner Armee und so, okay, dann mache ich jetzt da Hit-Rerolls gegen und baller mit allem drauf und nachdem wir 3 Drohnen drauf geschossen haben und ein Bleithauer, sind irgendwie 2 Thermis tot. Ich so, okay, ganz schön OP, diese Drohnen. Schade, was mache ich denn jetzt? Außer einfach nur hier stehen und abgemetzelt werden von Dreigo, der gleich auch noch kommt. Ja, Ich bin wieder. Ja. Ben ist wieder raus. Naja, ja. Bier bei Brücken. Ja, ist er wieder. Hurra. Bin ich raus. Du bist raus. Out! Ja. Dreigo schafft den 6-Zoll-Charge nicht und dann war so, okay, dann habe ich jetzt eine Chance. Alles, was die Drohnen vorher nicht gemacht haben, oder meine Armee vorher nicht gemacht hat, mache ich dann in dem nächsten Zug, töte im Prinzip alle seine Thermis, dann hat er noch 2 Indicates irgendwie stehen und sonst aber nicht mehr viel. Ja, dann habe ich ihn dann auch ganz locker dann noch den Rest runterspielen können, gewinnen das 17-3 und gehe dann mit einem 3-0 nach Hause an Tag 1. War ich auch mega happy drüber. Sehr schön. Und was dann witzig war, am nächsten Tag, die haben das so gemacht, dass man die ersten beiden Spiele direkt in Folge spielt und dann nach Spiel 2, zwischen Spiel 2 oder zwischen Spiel 5 und Siegerehrung war dann die Essenspause. Das war ganz cool eigentlich. Nice. Weil da können Leute, die halt früh fahren wollen, können auch wirklich früh nach Hause fahren. Das war ganz geil. Ja. Und ich habe dann so ein bisschen gescherzt, ja, dann gewinne ich jetzt Spiel 4 und Spiel 5 verliere ich, dann habe ich dann das Frustessen direkt. Das ist auch Ja. gut. Dann gehe ich in Spiel 4. Stumpf. Spiel gegen Christian Reichmann, Menelaos hier von den Tabletop Crew Saarheimer. Der hat Dark Angels dabei.
Und meinte dann so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier 3-0 stehe. Du machst mir jetzt richtig platt. Und ich so, Dark Angels sind ein knappes Matchup für Death Guard mittlerweile. Ne? Death Shroud sind schon nicht cool. So. Der Deathwing Knights. So, ne? Die sind schon schwer wegzubekommen. Aber gleichermaßen sagt auch der Dark Angels-Spieler, ja, Death Shroud sind auch ganz schön cool. Yeah, genau. Wobei ich halt mit Taliban Summoners habe ich nicht den Zugriff auf -1 Damage. Das stimmt. Also der kann mich schon ein bisschen töten, wenn er Bock hat. Ja, das Spiel war wirklich verrückt, weil das Spiel war nur mit Challenger-Karten im Hinterkopf. Christian fängt an, macht in der ersten Runde 7 Punkte. Secondary. Ich ziehe Behind Enemy Lines und Engage on all fronts. Ich bin vorher mit Spawns Top. in das dritte Viertel reingescoutet. Ich würfel für meine Tallyman. Keiner der Tallyman gibt mir ein CP. Ich so, okay, gut. Dann möchte ich Behind Enemy Lines mal nicht rein, weil das ist spät im Spiel auch noch scheiße für mich. Dann laufen meine Spawns jetzt mal wieder zurück in ihr Heimviertel. Dann mache ich jetzt mal einen Punkt Secondary. Dann werfe ich Behind Enemy Lines ab für ein CP. Dann kriege ich gleich eine Challenger-Karte, ne? Behind Engage. Die Challenger-Karte habe ich dann nicht gescored. Das nicht. Na, aber es war noch Strat. War das Strat? Weil das Stratagem war 1er Hit, 1er Wound Rerolls und das habe ich dann lieber auf Death Shroud genommen, die in Deathwing Knights reingeklatscht sind. Oh ja. Wir treffen auf 2, wir wunden auf 2. Das war dann ganz Welchen Buff wollen wir haben? Oh, geil. Also Rerolls ist schon ganz gut. Ja, das war ganz nice. Gut. Und ab da ging es dann darum, dass ich, weil ich Primary viel mehr gescored habe, dass ich dafür sorge, dass er keine Challenger-Karten bekommt. Das war dann so, okay, du hast einen Defense Stronghold, das kann ich dir jetzt wegnehmen. Aber dann kriegst du eine Challenger-Karte. Das heißt, ich muss mich stretchen, um dir 3 Punkte zu nehmen, die du im besten Fall für mich einfach so bekommst, im schlimmsten Fall hast du ein krasses Stratagem. Ja, dann töte ich doch lieber alles andere und gib dir den scheiß Defense Stronghold, kriegst halt keine Challenger-Karte. Ja, das ging die ganze Zeit so. Und es war witzig, aber insgesamt hat das so ein bisschen meine erste Einschätzung bestätigt, dass ich kein Fan von Challenger-Karten bin. Wenn das Spiel um Challenger-Karten rumgeht, das ist als Catch-up-Mechanik gedacht, oder ich unterstelle das jetzt mal, dass es als Catch-up-Mechanik gedacht war, weil es eben die Secret Mission abgelöst hat. Und wenn das ganze Spiel aber darum geht, dann ist irgendwie der Sinn verfehlt, in meinen Augen. Und ja, es ist dann witzig, aber es macht einfach keinen Spaß. Also es hat ganz lange keinen Impact, bis es richtig Impact hat und dann sind es oft Fehlwertmomente. So, keine Ahnung. Ja. Gefällt mir jetzt mal. So, ich mein persönlicher maximal Fehlwertmoment, den ich schon Leuten angetan habe, ist, wenn so ein abgebundener großer Beschussneid auf einmal Vorbelchen Shoot bekommt. Ja. Und dann läuft er durch dich durch, weil der muss kein Escape das nehmen. Nimmt die dümmsten Angles und sagt, bratz, alles ist tot. Ja. Und also ich hätte 3 Punkte scoren können, aber das war wahrscheinlich am Ende so ein 20 Punkte, deswegen mir das Game gewonnen hat. Also so, ja, genau. Ja. Deshalb, also alleine die Punkte sind schon nervig, finde ich, und können Spieler entscheiden, wie Runde 1 gezeigt hat. Also einfach mal nicht die Doppel-1 würfeln vom Andi und dann gewinnen ihm die Challenger das Spiel. Ja, oder es swingt halt komplett. Und ich finde, da sind die 6 Punkte Unterschied zu einfach. Vor allem vom Spieler mit dem Nachzug zu einfach zu kontrollieren. So. Ja. Eigentlich. Jo, auf jeden Fall war ich dann 4-0. Und am Nebentisch, also es gab genau 4 Leute, die 3-0 waren. Am Nebentisch gewinnt Patrick Koppe mit Knights gegen... Halt, stopp. Was? Ich habe 3-mal angesetzt, eben, um auch meinen Senf zu Challenge abzugeben. Okay, hau rein. Ich habe nicht mal irgendwie was Mehrwertbringendes. Es ist kein neuer spannender Take. Es war es wäre nur so ein Einsatz nebenbei Kommentar gewesen. Und jetzt ist es auch voll lächerlich, dass ich dich hier stoppe dafür, weil ich sage nichts Spannendes, aber ich will es jetzt wenigstens sagen. Ja, dann tu. Ich finde Challenger-Karten auch blöd. Okay, mach weiter, Ben. Okay, Brudi. Dann sind ja Blutsbrüders jetzt. Challenger-Karten-Brüders. Nee, also am Nebentisch hat der Patrick Koppe mit Knights den Mark Wörz, Lalle,
auch eingestampft mit, der selber auch Death Guard gespielt hat. Er hat aber ein anderes Detachment gespielt. Und seine Armee war in meinen Augen nicht so darauf bedacht, Knights bekämpfen zu können. Ich hatte bei mir den Great Unclean extra dabei, der den großen Knights auf Toughness 9 pumpt und ich dann ein bisschen Damage machen kann. Ja, wir spielen dann Hammer und Anvil auf einer Map, wo man sich nicht verstecken kann, wo es irgendwie 8 Schusswinkel von Deployment zu Deployment gibt. Patrick hat Zug 1. Macht gut Damage. Ich versuche zurückzuschießen, weil er mit allem nach vorne rennt. Mache 3 Damage mit meiner Armee, glaube ich. Ich glaube, es waren 3 Damage an Karnis. Und das war dann schon so, ja, okay, das können wir jetzt eigentlich abbrechen. Aber ich versuche mal für die Sekundärwertung irgendwie noch ein 18-2 zu holen. Ja, nee. Nee. 18-2 war auch nicht drin. Er hat mich 20-0 einfach abrasiert. Also das war echt, danach war ich sehr niedergeschlagen, nicht weil ich es verloren habe, sondern weil das nach langer Zeit mal wieder ein Spiel war, wo ich einfach absolut keine Chance hatte und nicht gesehen habe, was ich falsch gemacht habe. Und er war auch so, ja, ich habe jetzt auch keinen Fehler gesehen. Ich habe halt reingeschoben und habe dich kaputt gemacht. So, ja, cool. Ja, ich weiß ja nicht, ob mich das tröstet. Ich wüsste gerne, was ich besser machen kann. Aber von daher war das dann ganz gut, dass es dann wirklich das Frustessen gab. Auch wenn die Germknödel leider verbrannt waren. Das Essen sonst war trotzdem gut. Ich bin dann leider auf Platz 6 abgefallen. Dadurch, dass ich dann so hoch verloren habe und vorher relativ enge Spiele hatte. Aber es war ein super Turnier. Es gab richtig viele Preise. Vor allem, also wahrscheinlich war der Preispool nicht an den Leuten festgemacht. Es war crazy. Der erste Platz, Patrick hat eine neue Army-Box mit nach Hause genommen. Platz 2 und 3 haben eine Space Wolves hier Army-Box bekommen. Es gab Best Painted Preise, Tassen für jede Fraktion. Und noch mehr Preise. Es war echt wild. Richtig, richtig krass. Ich habe ein bisschen mit den Leuten gequatscht, weil die natürlich auch nach Feedback gefragt haben. Ich habe denen gesagt, ja, macht vielleicht nicht diese eine Mission, wo man komplett überall langschießen kann. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da verloren habe. Das ist einfach, sobald eine von 2 Armeen gut schießen kann, ist das nicht gut, diese Mission. Witzlos, genau. Ja. Und selbst wenn beide gut schießen können, ist es halt einfach nur weg. Genau, dann gewinnt der anfängt. So, deshalb, ich sage ja, eine gut schießende Fraktion reicht, um das Spiel total bescheuert zu machen auf der Map. Haben sie dann auch eingesehen, meinten halt, wir wollten jetzt nicht irgendwas doppeln oder so, ja, aber ich glaube, ich war nicht der Einzige, der da den Punkt angebracht hat. Insgesamt versuchen sie den Preis ein bisschen zu drücken für die nächsten Male, weil mit erstem Mal Major organisieren, oder das war als Major ausgeschrieben, 120 €, das war bei mir auch so, ja, cool, würde ich machen, aber wenn es ein Turnier ist, was ich nicht kenne, 120 €, das ist dann halt auch das Erste, was ich dann mal streichen würde in einem vollen Turnierplan. Ne? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde auf jeden Fall wieder hin. Mir wäre es auch 120 € wert, so wie es war. Ja, einfach mal einen besseren Termin finden, vielleicht den Preis noch ein bisschen drücken und dann bin ich mir sicher, dass nächstes Jahr das ein richtig geiles Turnier wird. Ja, weil drumherum einfach alles super war. Auch die Leute vor Ort, alles top. War Spaß. Ja. Und jetzt, so 2 Wochen später, bin ich auch zufrieden mit einem 4-1, mit dem schlechtesten Death Guard Detachment im Codex. Ja, Death Guard OP halt, ne? Drohnen OP. Genau. Ja. Nee, genau. Fair und balanced. War ein geiles Turnier. Alles ist fair und balanced, auch Knights. Hat heute noch Arthur gesagt. Ja. Mhm. Wenn Arthur es gesagt hat, dann ist das so. Dann ist das Fakt. Definitiv. Ja. Kann's ja nicht das war der Battle Bear Brawl. Geil. Ja, klingt super. Also, ich finde es auch einfach cool, neue Majors bzw. GTs, auch wenn es so geplant war, wenigstens zu machen. Schön, dass du da warst und berichten kannst. Weil es gibt ja mittlerweile eine Menge etablierter Turniere, auf die man geht. Aber ich finde es cool, dass da immer noch mehr auch in die Szene jetzt kommen. Und nächstes Jahr, wenn es terminlich besser passt, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ja. Vielleicht fahren wir nach Westen.
Mach Stampfi. Hell yeah. Du denkst auch nicht, dass bis nächstes Jahr Knights noch existieren werden. Ja. Mal, große Knights wieder auf 800 Punkte, ja. Du darfst wieder Warlord spielen, aber nur 10. Jetzt meine Prediction, dieses Jahr, nächste Zeit, werden Astra Sentinels komplett broken sein und ich werde euch mit Astra Sentinels zerstampfen, okay? Hier zuerst gehört. Fair enough. Das ist der Hot Take. Ja. Ja, aber Louis, Stampf, ne? Jo. Erzähl von deinem Rumgestampfe. Ja. Ich bin ein bisschen gestampft in Salzburg. Und zwar Salzburg Major. Teil der ganzen Alpine Cup-Reihe. Tatsächlich recht cool, weil es als Event auf einer Gaming-Messe stattfindet. Und zwar der Level Up Gaming Festival hieß es. Und das ist immer recht schön, wenn man sagen kann, okay, hey, mein Game ist jetzt schon schnell durch. Ich kann nochmal irgendwie auf die Messe gehen und ein paar coole Sachen angehen. Und das ist sehr praktisch, wenn man nice spielt. Organisiert von lieben Kevin. Bin auch über den umgekommen. Da nochmal vielen Dank draus. Und ja, bei den Matches. Mein erstes Match ging gegen den lieben Franz. Und da muss man sagen, das war echt so, mein erstes Mal, das fand ich sehr niedlich, weil ich habe mir so die Liste vorgestellt und dann kam ich dazu, dass er meinte, dass die Liste eigentlich recht ähnlich zu Glints Liste ist. Und dann meinte er so, ja, er hat sie auch versucht, ihn anzulegen, ist so voll der Fan von. Und dann hat er realisiert, dass ich auch bei ihm im Team bin. Und das war sehr cute. Das war ein sehr schöner Moment. Und muss sagen, war leider nicht ganz Glints Liste, weil ein, zwei Modelle von ihm wurden nicht approved, deswegen hat er so ein bisschen Workaround gemacht gehabt. Und dann muss man zu sagen, Kauyon, er hatte noch ein, zwei Vehikel in Reserve gepackt und ich war so, okay, einmal grob überschlagen im Kopf, so viel Schaden hat er macht erst richtig gut Schaden ab Turn 3, es sind sogar Vehikel in der Reserve, das heißt, die können, wenn ich Turn 1 komplett Full Send mache, nichts machen. Na gut, okay, ich krieg First Turn. Ich kann zwar nur auf einen Piranha und einem auf Pathfinder schießen, aber oder Full Send. Stampf oder Stampf? Stampf. Abfahrt. Sehr schön. Hab mir quasi die ganzen Hellbrins hidden gehalten, weil man die in diesem Matchup nicht ganz so leicht reinsetzen möchte. Einfach allein, weil das Anti-Fly 2 Plus gegen alle deine Hals fliegen ist richtig, richtig gut. Und habe dann gesagt, hey, hier stehen 4 große vor dir. Du hast gerade so genug Schaden, um einen zu töten. Und dadurch, dass es Hammer and Anvil ist und ich komplett nach vorne rennen konnte gerade und auf der Map, die hat wirklich nicht die super langen Angles zugelassen, zumindest so wie ich mich gestellt hatte. Das heißt, wenn du auf mich jetzt schießen möchtest, kann ich nächste Runde mit dem Melee connecten. Entsprechend ist dann auch passiert. Ich habe ein bisschen Überschnitt Saves gewürfelt, dafür hat dann die Death Wound auf den Hammerhead geschossen. Ein Atropos ist gestorben und danach 3 Knights haben connected und dann war leider auch das Game recht schnell vorbei. 20-0 Ergebnis ist aber auch vom Matchup her leider nicht mehr viel möglich drin. Deswegen, ich glaube, man kann mit Tau, man kann vielleicht ein bisschen experimentieren, aber Kauyon kann das leider echt nicht spielen. Tatsächlich, dann hatte ich eine relativ lange Pause, habe ein bisschen auf der Messe Spaß gemacht. Auch hier tatsächlich Essen und sowas alles zu Messepreisen, deswegen, wenn du für ein Wasser 4 Euro zahlst, deswegen einfach sagen, okay, alles selbst mitbringen, alles gemacht, war auch super easy, alles reinbringbar. Und tatsächlich auch, was recht cool war, ja, wir hatten zwar nur 69 40k-Teilnehmer, also echt schöne Anzahl, aber wir hatten tatsächlich noch ein AOS-Event und noch einen Narrative 30k-Event, das heißt, du konntest auch da noch ein bisschen zugucken, da noch ein bisschen Sachen und ich muss sagen, bei den 30k-Spielern, die hatten echt viel Vanquish dabei, das hat mein Herz erfreut, okay. Und, also Narrative 30k-Event, das klingt ja richtig cool, muss ich sagen. Also, das war mal spannend zu sehen, mit Sicherheit. So, nächstes Jahr? Ja. Probier ich vielleicht mal aus. Vielleicht sind in 30k ja Knights dann. Ja, die sollen da auch richtig, richtig gut sein. Und vor allem, wenn meine ganzen Terrastos in Legends gehen, da gehen sie nicht ins Legends. Also, ich sagte, sobald der 11. Editionskodex kommt, alles in Legends, ihr seht mich nicht wieder. Ich bin nur noch völlig Spieler. Nein.
Und wenn Dämonen gelöscht werden in der 11., bin ich AOS-Spieler. Da hau ich auch ab. Richtig. Apropos Dämonen, das ist auch gleich zweites Matchup, Into Dämonen. Und ich weiß, als ich gesehen habe, Demons, okay. Es waren echt viele Demon-Spieler mit quasi Varianten von Frischens Liste, weil ich glaube, die waren sehr beeindruckt von der Leoben-Performance. Und dann sehe ich so, ach nee, ist ja gar nicht Shadow Legion, ist ja Index. Das sind 7 große. Wir haben auch beide fix Bring It Down Assassinate gespielt und gesagt. Geil. Es war einfach ein schönes Spiel, okay? Problem ist, wenn ich mich nicht ganz irre, töten Knights Dämonen etwas besser als Dämonen Knights. So. Ein kleines bisschen. Mini bisschen. Wobei man aber tatsächlich sagen muss, die neuen Kartoffeldatasheets zu Stärke 10. Und wenn du mehrere Kartoffeln gleichzeitig, ich habe ja nur noch T11, 2 Kartoffeln debuffen mich, jetzt bin ich nur noch T9. Jetzt kannst du mich tatsächlich wunden auf einmal, Niklas. Ich weiß, das bist du nicht gewohnt, aber das ist jetzt möglich. Ja, aber dann kommt trotzdem Du hast keinen Lancer gespielt, oder? Nee, ich habe keinen Lancer gespielt. Okay, aber hättest du einen Lancer gespielt und da sind 2 Kartoffeln, haut man einfach auf die eine Kartoffel, die keinen 4 Finopin hat und sagt, ja hoppla, du hast das jetzt nicht geschafft, bist du tot. Tschüss. Ja, aber irgendein Tod musst du sterben. Genau. Tatsächlich, wir haben fix gespielt. Man muss dazu sagen, noch ein weiteres Feature der Alpine Cup-Reihe ist, dass du tatsächlich zu einem gewissen Grad zufälliges Terrain hast. Und zwar in der Hinsicht ist nicht zufällig drauf platziert, sondern es ist ein bisschen angelehnt an den ganzen Team-Kontext, dass sie sagen, okay, du hast eine zufällige Auswahl zwischen quasi Tisch 1, 2 und 4, also quasi einem leichteren Medium und einem Heavy Table. Und wir hatten tatsächlich eine Medium Table bekommen, die allerdings so ausgelegt war, dass durch die Mitte keine Kartoffel durchgepasst hat. Was ziemlich signifikant war. Boah, ja, das ist tough. Das tut weh. Weswegen ich dann sagen konnte, okay, mit Containern, Wänden, weil ich kann durch Wände durchlaufen, du kannst nicht durch Wände durchlaufen. Und dann die ganzen Sachen halt mit Hellgreens geblockt und gesagt, okay, selbst mit 6 Zoll Deep Strike kannst du nur maximal an einen Atropos ran. Die beiden anderen Atropos sind quasi untouchbar für dich. Und habe ihn dann vor die Wahl gestellt, okay, du kannst jetzt Bellacore und Skarbrand hochnehmen, deine beiden großen Damage-Pieces, die tatsächlich einen Knight one-shotten können. Und kannst jetzt hier auf den einen Atropos werfen, aber danach habe ich genug Counterpunch. Vor allem, weil ich noch meinen Canis Rex in Reserve gehalten hatte und sagen kann, gratis Rapid Ingress, der kommt direkt da aus einer Charge-Range rein, daneben, wo du Deep Strike bist und kommt dann Counter klatschen. Tatsächlich hat es sich entschieden, das wahre Problem ist ja, dass weder Skarbrand noch Bellacore Atropos one-tappen. Ja, sie können es, okay? Sie können es. Ja, davon träume ich auch immer nachts, dass sie es tun. Er entscheidet sich dann, okay, er nimmt mit Kartoffeln eine Kartoffel hoch und einen Skarbrand hoch, nimmt dann noch die Kartoffel als Reserve und versucht mich mit Kartoffeln zu taggen und einen Skarbrand großer Melee-Punch. Tatsächlich, ich habe wenigstens noch 4 kleine bei und kann damit noch so ganz kleines bisschen screenen. Bei 7 großen Dämonen kannst du eigentlich gar nicht screenen. Und ich dann so, okay, Bellacore bewacht dieses Hammered Objective. Ich kann ja einfach mit Canis Rapid Ingress und gleich ein Hammered Objective pushen. Ja. Gesagt, getan. Canis Rex Rapid Ingress auf der anderen Flanke. Und dann, er kommt mit Skarbrand an. Und du meintest es schon, Skarbrand, es one-shottet ihn nicht immer. Aber, ja, also Khan ist ja kein Retter. Nee, ich kann schon, aber er ist auf den Atropos gegangen. Aber, okay, weil ich dachte mich gerade. Ja. Nee, ich habe ja Rapid Ingress, deswegen. Der Canis war auf der ganz anderen Seite. Deswegen hatte ich auch zurückgehalten, um einfach Canis Rex zu bewahren vor den bösen AP4-Schwertern. Und dann, Skarbrand war schon. Er trifft noch recht gut, aber er hat echt nicht gelernt, nur auf die 3+ wundert. Also ich glaube, der ist einfach nicht gewohnt, dass er nicht auf die 2+ zuhaut. Und ich habe so noch geübt, wie man 5er Retter würfelt. Und nach dem Phenopain macht er nur 4 Schaden. Ja. Dann, die Kartoffeln prallen auch sogar noch in einem Hellrune an, können deswegen auch nicht weiter reinpallen, noch irgendeinen anderen Attribus abbinden. Das heißt, ich habe
einen komplett lebenden Atropos und 2 Full-Life-Atropos, die sich mobil sind können für den Counterpunch und Rapid Ingress Canis Rex. Moment von 2, ich push alles rein. Canis Rex, okay, ich habe hier einen 6er Charge, aber nur um sicher zu gehen, weil 4er können spiken, ich schieße von nochmal auf Bellacore. Ja. Und danach habe ich einfach mal kein Charge-Ziel mehr. Ja. Passiert dann auch. Bitte. Ja, ist ein ganz blödes Matchup auf jeden Fall. Also ein ganz schwieriges Matchup. Allein die Helverins ja auch vom Damage her maximals gegen alles, was fliegt bei den Dämonen. Ich glaube, Scarab macht im Durchschnitt irgendwie 16 Damage oder so an einem Atropos oder so, also auch echt wack. Es ist einfach richtig, richtig schwer. Also das Matchup, muss man einfach sagen. Ja. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich Leuten sage, jetzt aktuell Incursion spielen, ja, musst dir halt bewusst sein, wenn du gegen Knight spielst, kriegst du richtig den Arsch verdroschen einfach und es ist, wie es ist. Ja. Ja, tatsächlich muss ich zu sagen, Skarbrand hat nochmal gesagt, okay, ja, ich mache schnittlich 16 Schaden. Ich habe noch 12 Schaden, die offen sind. Die hat er nochmal reingeholt, indem er nochmal explodiert ist und 3 Knights getroffen hat. Nice. Klassischer Skarbrand-Move. Aber ja, klassischer Skarbrand-Move. Selbst damit konnte Skarbrand es leider nicht mehr reinholen und ja, es sind halt in einem Turn 3 große gegangen und danach jede Runde eine Kartoffel. Das war dann recht schnell vorbei. Aber auch wieder schön schnelles Game, konnte noch Spaß auf der Messe haben. Also wirklich Knights für Salzburg kann ich nur empfehlen, auch unabhängig von der Mitte. Okay. Dann mein dritter Gegner hatte ich tatsächlich gegen dann einen aus Deutschland, und zwar den Patrick vom Nerd Nexus Nürnberg. Der hat sich auch gedacht, Knights, schön schnelle Spiele, hat auch Knights rausgeholt und wir hatten einen Mirror. Und bei Mirror muss man sagen, wer mehr Atraposse hat, ist schon eine sehr wichtige Sache. Ich mit meiner Liste 3 Atraposse, er gar keinen. Ja. Ja. Auf 2 treffen und Wunden ist schon cool. Ja, soll recht gut sein, vor allem wenn du noch einen Hit, einen Woundroll hast. Und vor allem auch, wenn deine Atrapoden ja 2 Zoll schnell sind und die gegnerischen Questoris Knights nur 10. Ja. Man muss sagen, er hat tatsächlich dadurch, dass er noch sehr viel Agents bei hatte, da er noch Punkte scoren konnte, einmal einen Warglaive auf sehr witzige Weise, also 2 Helvens und einen Atropos überlebt hatte, konnte er noch recht gut Punkte scoren und hat es dann trotz allem, also er hat es doch geschafft, 3 WTC-Punkte rauszuholen, aber ich glaube tatsächlich, viel mehr ist leider bei Mura mit einer so harten Diskrepanz von Atrapodenanzahl nicht wirklich möglich. Also das ist schon ein solides Ergebnis, muss ich sagen. Also stolz tatsächlich. Also good job. Das ist gar nicht so leicht. Aber wenn der Atropos der Game Winner war, dann kannst du uns jetzt auch bestimmt sagen, was der Atropos ist. Ich warte jetzt die ganze Zeit. Oh ja. Atropos. Woher kommt der Name? Ja, random Namen, bestimmt irgendeine Erfindung, aber ich habe es mal recherchiert. Das ist tatsächlich, kommt eigentlich aus der griechischen Mythologie. Und zwar gibt es dort 3 Schwestern, die Moiren, das sind quasi so eine Art Schicksalsgottheiten, die quasi immer so Fäden spinnen. Und das ist die Aufgabe, die erste Schwester, die spannt den Faden. Die zweite Schwester, die misst aus, wie lang der Faden, also wie lang dein Leben ist. Und die dritte macht am Ende einmal Schnips, und dann ist es vorbei. Und das kann man sich schon denken, Atropos ist der Name der dritten Schwester. Und der dann auch im Mirror einmal Schnips gemacht. Ja. Hat das Leben auf dem Turnier einfach beendet. Ja. I guess it's fate. Ne? Schicksal, dass wir alle leiden und dass alle unsere Singles-Turniersiegsträume gerade abgeschützt werden. Werde ich dem nächsten Gegner sagen, dass es nur eine Atropos gibt? So. Er darf bitte, alle anderen werden einfach entfernt. Das ist wie bei Magic Legendary Rule, sorry. Ja. Atropos ist auch nochmal auf einem anderen Level. Das ist eigentlich auch der Fluff-Grund für die Beach-Clash-Regel, okay? Es gibt nur eins, der Rastus Jesse. Das ergibt alles Sinn. Denn auch die haben erst bei der griechischen Mythologie recherchiert. Es ist einfach nur lore-accurate. Oh ja. Dann tatsächlich muss ich sagen, hatten wir danach echt geilen Abend gehabt, weil man muss das sagen,
also terminlich so ganz umherum, Salzburg eigentlich nur eine recht kleine Stadt, aber hat Kevin eigentlich ein sehr gutes Datum gewählt, weil einerseits ist Großmesse und dann andererseits ist Großstadtfest, das heißt echt viel los. Und wir haben noch ein bisschen Spaß am Abend gehabt, es wurde noch ein bisschen getrunken. Ey, sogar ich habe ein bisschen mitgetrunken. Okay, ihr wisst, passiert nicht so häufig. Ja, weißt du, da muss nur mal kein anderer von Zugzwang dabei sein. Ja, genau. Tatsächlich, Komik war auch dabei auf dem Turnier. Stimmt. Hat sich mal reingewagt. Ich habe mir sogar noch ein paar Ducati-Modelle aus Berlin mitgeschmuggelt über die Grenze. Hier, einmal kurz. Die habe ich mir vom lieben Paul ausgeliehen. Auch nochmal danke. Und das ist auch recht gut gegangen. Ich glaube 3-1-1 am Ende. Was mit Drukari für Singles eigentlich gar nicht so schlecht ist. Naja. Nee, aber dann schönen Abend gehabt, groß Party gemacht und dann nächster Tag steht an. Und Match 4 werde ich gegen den lieben Philipp König gepaart von den Warheimern, quasi dem Wiener Team, also quasi einmal so das Großstadt-Battle und er spielt Astra und er fragt mich so bei der Listenvorstellung, wie viel er vorne stand. Und ich so, das Einzige, was ich wissen muss, ist, welcher von diesen beiden Dawns hat das Enhancement. Weil ich kenne eigentlich Astra sogar noch besser als meine Knights, also konnte ich schon sehr gut einschätzen, wie das Game laufen, wie sein Damage Output, was ich gegen machen muss. Und muss sagen, erstes Match, wo ich nicht angefangen bin als Salzburg. Ich muss sagen, haben einen sehr guten Moveblock aufgebaut. Ich habe mit ihm auch noch sehr, sehr kommuniziert, hey, hier gibt es einen Towering Angle, da gibt es einen Towering Angle, da gibt es einen Towering Angle, also wirklich sehr aufpassen. Und hat es geschafft. Ich bin erst Turn 3 so richtig ins Melee rangekommen mit seinem Panzer. Also wirklich sehr gut durchgemacht. Hat auch mit der Silent-Bombe mein Armager auf der Heimatruine stand, perfekt runtergeschossen, dass er noch auf einen Lebenpunkt war, dann gecharged und dann mit der Power Fist vom Sergeant umgebracht. Also wirklich so. Und hat tatsächlich damit geschafft, es mir ganze 6 WTC-Punkte abzuluxen. Also gute Leistung von ihm. Geil. Astra OP. Also, das tat Astra OP wirklich weh, weil also so wenig Punkte zu scoren, das tut mir leid. Das tut mir leid für dich. Das ist ungewohnt. Also habe ich fast schon an der Liste gezweifelt, okay? Ja, das glaube ich. An der Liste. An dir musst du zweifeln, Junge. Ja, stimmt. Also es ist echt, Selbstzweifel waren wirklich, die waren schlimm. Du fällst dann so niedergeschlagen ins Das ist das so. Geht. Nee. Ja, und Finalspiel dann, 4-0. Oh ja, Finalspiel. Ich war 4-0 und ich war so, okay, wir hatten schon durchgerechnet. Es wird noch 3 Undefeated geben bei der Spieleranzahl. Die waren dann der Peter Steiner, der Manuel und ich. Und tatsächlich, Manuel und ich hatten die beiden höchsten Punkte gescored. Das heißt, wir beiden wurden quasi auf Tisch 1 gegeneinander gepaart. Peter wurde nochmal runtergepaart. Der arme Manu. Und man muss dazu sagen, ich bin auch immer noch echt leider ein bisschen unzufrieden, aber ich glaube, es ist schon seit NRW letzten Jahres spielen sich auf den Alpine Cups aktuell im Finale Sweeping Engagement. Man muss sagen, das ist sowieso immer schon so leicht zwingy, vor allem wenn es um sehr schnelle Armeen geht. Aber in dem Fall muss man auch sagen, die WTC-like Maps, also Tisch 1 und Tisch 2, haben quasi WTC-Ruinen, aber haben 2 Ruinen-Bases weniger als WTC-Gelände. Was meistens darin resultiert, dass du quasi eine Heimatruine weniger hast. Das heißt, immer noch ähnlich Veteranen Midfield, aber so im Backfield steht 1 weniger. Das macht auf den Tipping-Point-Karten, auf den Hammer in Anvil-Karten nicht so den großen Impact, aber man merkt es echt stark auf Sweeping und vor allem mit 12 Zoll Movement Towering und vor allem mit Cerastos Höhe, die nochmal ein ordentliches Stückchen höher sind als alle Questores und dadurch sagen können, 40k ist ein dreidimensionales Game. Man guckt auch über so Container rüber. Und ich so, okay, ich habe die Map jetzt schon mehrmals gespielt. Ich hatte mich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet in der Nacht davor, weil ich war so, okay, ich schaffe das 4-0. Und Tisch 4-5 wäre richtig geil gewesen für Knights, weil einfach insane Staging-Ruinen für mein Melee sind. Und Tisch 2-3 war einfach nur die geilste Karte fürs Studium. Ich habe einfach so durchgerechnet, okay, weil sowohl Death Guard sind noch drin, als auch
als auch CSM sind drin. Beide eigentlich recht viel Predator-Chassis bei. Okay, wo kann man hier tatsächlich ein Predator-Chassis einmal mit verstecken? Und die Antwort darauf ist, es gibt einen Spot für einen Predator, den man sich für mir verstecken kann. Ah, ein Spot. Vor allem, Okay, sorry. 2. also ein für ein Chassis. 2 sogar. Ja, es gibt 2. Es gibt auch Okay. die Reserve. Ja, ich dachte mir gerade Das auch, was stimmt. du sagst. Ich dachte schon, jetzt sagt er bestimmt Reserve. Ich dachte, gewusst, ey. Ja. Ach, so eine Mhm. Scheiße. Ja. Ja, es gibt noch die Reserve, ja. Nee, und dazu kommt noch als Faktor, dadurch, dass die CSM-Liste recht viel mit Transportern gearbeitet hat und auch noch quasi Waschtor noch in Reserve gepackt hat, war ich so, okay, ich habe echt viel mehr Drops als du, weil alle meine großen Singers 2 Drops. Das heißt, ich konnte effektiv 2 Cerastus-Chassis deployen, nachdem fast seine ganze Armee drin war. Er hatte noch einen Drop nach meinem ersten und noch einen zweiten nach dem anderen. Und ich war so, okay. Ja, also hier diese eine Ruine. Ich muss dann, damit ich in 12. durchkomme und dann Backfit schießen kann, muss ich mich quasi so exposen, dass ich theoretisch schon Turn 1 beschießbar bin. Aber mit dem, was du hingestellt hast, nur von einem Pred. Und der Pred ist auch Counter-Beschießer von 2 anderen Cerastus, ja, das nehme ich. Also hier leichte Ruine schon getoucht, damit man gleich die gegnerische Ruine touchen kann. Rechte Seite nochmal on the line deployed. Und dann war so, okay. Und wenn du anfängst, dann haben wir vielleicht ein Game. Aber dann habe ich den Vorteil, ich habe Bottom-Turn und kann ein entspanntes Laid-Back-Spiel spielen und sagen, Nachzug, Punkte, Scoring, normales Game machen. Aber die Würfel waren so, nee, ich krieg First Turn. Und ich so, okay. Push. Stampf. Erst. Stampf. Ja, oh, Stampf. Das war tatsächlich. Man muss Hype unbedingt diese 40K. Folge mit Video gucken. Man muss unbedingt mit Video gucken und zwar Bens und meine Reaktion, wenn immer Louis wieder irgendwas sagt. Jetzt nur, nee. Und schon wieder kommt der Towering Angle. Und Also da. die übliche Reaktion auf Knights gerade, nämlich so, oh nee, die armen Leute, oh Gott. Ja, geil. Und schönes Ding. ja, also ein Atrapos mittig, toucht die Ruine, kann quasi seine Transporter sehen, kann seine Infanterie sehen, hat echt schöne Angles. Anderer Atrapos läuft gerade nach vorne, kann dadurch über einen dreidimensionalen Winkel, über einen Container noch den Predator hinten sehen. Und mein als letzter Cerastus toucht auch noch die rechte Seitenruine, könnt auch noch einen Predator sehen. Man muss sagen, eigentlich, Atrapos-Shooting ist relativ random aufgrund der Schussanzahl. Und da war ich so, okay, gut. Meine Erwartung wäre so, einer von denen overkill jetzt irgendwas, der andere macht so eine Whiff tatsächlich und einer macht vielleicht so eine Average. Aber keiner von den dreien hat mich im Stich gelassen. Ich habe getötet, einen Predator, 2 Predator und die ganze Entourage vom quasi Rage Captain, also dem, wie heißt es, Enhancement? Chaos Lord mit Dread Reaver. Und da war es schon echt viel Damage weg. Und er so, okay. Manu so, okay, Crisis Mode. Ich habe hier einmal Advanced mit Consistent gewürfelt, die 6 gelegt und gesagt, okay, ich kann hier tatsächlich die beiden rechten Atrapos wenigstens davon abhalten, dass sie nicht diesen Turn ins Melee mitbekommen. Und nebenbei auf der anderen Seite, ich kann alle noch existierende Beschusseinheiten, also quasi alle Bolter, Melter mit den Lethals vom Dark Pact, die zweimal, wie heißen sie? Zweimal Noise Marines, den übrig gebliebenen Predator und dann noch 2 Melee-Einheiten, einmal Raptoren und einmal Legionäre raufwerfen. Und ich so, okay, Ionenschild, jetzt würfeln wir. Und gewürfelt habe ich. Der große Knight bleibt auf 7 stehen, klatscht noch einmal die Raptoren weg und ich so, okay, das ist mein nächster Turn. Okay, die rechte Flanke kann nicht ganz so krass pushen. Der eine an der Flanke kann rotieren und gerade noch so einen Long-Range-Shooting-Angle kriegen. Aber mein anderer Atrapos muss nach hinten zurückfallen. Aber hey, hier, Canis, den ich da genau hinter den Atrapos auf der linken Seite gestaged habe, kann jetzt nach vorne gehen, am gleichen Spot die Ruine touchen. Und jetzt kriegen wir einmal Canis Gambling. Und wie wir schon bei Bellacore gehört haben, Canis muss nicht viel machen, aber der kann sehr viel machen.
Der kann sehr, sehr Nebenbei auch noch 2 Hellwürns auch noch richtig schön Angle bekommen auf einen Rhino, was in eine Ruine reingestaged hat. Resultat: Atropos, was hat er erschossen? Ich glaube, der hat einen Rhino erschossen. Oder was hat er erschossen? Das weiß ich nicht mehr. Der hat irgendwas Kleines erschossen. Was anderes hat er keinen Winkel bekommen, weil das hat er gut gemoved. Wichtig war aber, ich schieße in den Hellstalker rein. Hellstalker, echt eine sehr gute Unit gegen Knights, weil komplette Einzel Wound Revolts im Shooting ist echt viel Schaden. Super schönes Melee-Profil gegen Knights und auch nochmal Mortals in der Phase. Also echt richtig gut. Also und natürlich Lord des Gordon auf Hellstalker, ne? Du meinst das richtig? Ja. Genau, cool. Ja, den Disco Lord. Und Karnes schießt rein, er hält gut Retter, er bleibt auf 2 stehen. Da ist okay, gut, auf 2, er hat immer noch seine Buffs, alles fein. Vor allem, ich kann den nicht overwatchen, also ja, ich kann den Hellwinds overwatchen, aber Hellwinds Overwatch ist komplett fake, I'm sorry. Außer natürlich gegen Dämonen mit nur 4er Retter, Schmal. Aber, dann die Hellwinds, schießen auf das Rhino. Das Rhino nochmal so. Ja, ist ja noch nicht vorbei genug. Wir explodieren nochmal. Nein, es explodiert. Nochmal 2 Schaden am Hellstalker. Also, wenn du schon in einem schlechten Matchup bist, dann wollen die Würfel es auch richtig. Oh Mann. Ja. Geil. Dann, okay, er nebenbei noch Rapid Ingress mit Waschtor gemacht. Wirft nochmal alles auf Karnes rauf, um nochmal seinen letzten Heroic Last Stand zu machen. Und ich wieder im Shooting. Ich halte wieder alles von den Predatoren. Und von den Noise Marines. Und dann so, okay, Waschtor haut zu. Ja, Waschtor macht seine Mortal Wounds. Karnes lebt noch überm Bracket. Ich glaube, es waren so 15-ish, plus minus. Ja, Interrupt mit Karnes. Haut einmal zu. Waschtor hält alles und dann so. Hält es auf 2 Würfel. Ich frage mich so, ja, wie viel Schaden ist das? Das wäre 18 Schaden. Weil aus irgendeinem Grund ist das ein Damage 9 Strike. Okay, es ist. Also, okay. Eigentlich hat 1 CP noch übrig, den braucht er eigentlich, um nach diesem Turn, nach dem Melee, wenn die Possessed mich vielleicht umbringen, die Possessed noch in Sicherheit zu bringen mit dem Vorbetten für eine Fight Phase. Aber nein, okay, er sagt, okay, wenn jetzt dieser Interrupt den umbringt, das ist komplett vorbei, nur so die CP Roll. Der will auch nicht. Also Waschtor klebt irgendwo hinten an der Eventhalle. Und die Freedom Set noch kurz. Dann Possessed versuchen noch einmal rumzuknabbern. Ich liebe auf 10. Aha. Und dann, to be fair, war dann auch, okay, Bottom 2 war vorbei. Das lebt von ihm. Ich zähle kurz mit. Knight, Kill Count. 0. Richtig? Geil. CSM hat nämlich keinen Damage. CSM, das macht ja keinen Schaden, richtig? Und vor allem muss man dazu sagen, dieses kein Kill bis jetzt, es tut auch deswegen besonders weh, weil Manu hat sich entschieden, fix Bring It Down Assassin zu spielen. Aber er war Challenger. Ja. Ja, ich habe ja Turn 1 nur 5 Punkte sekundär gemacht. Ja, okay. Also er konnte Turn 2 kein Challenger machen und also ich sag mal so, wir haben es einmal kurz überschlagen. Er hat es dann fairerweise tatsächlich schon dann am Ende von Turn 2 aufgegeben, aber realistisch gesehen hätte er Top Turn 3 vielleicht noch einmal Bikes übrig gehabt. Oder dann noch so 2 Kultisten. Macht Sinn. Ja. Na, Louis, Glückwunsch zum Sieg. Großen Glückwunsch zum Sieg, richtig geil. Der Back-to-Back-Zugzwang Alpine Cup-Sieg. So muss das. ja. Richtig schönes Ding. Und gegen Manu auch am Ende gewonnen. Immer geile Games gegen Manu. Also sehr schöne Leistung, Louis, wirklich. Bombengeiles Ding. Übrigens hat sich witzigerweise auch das 2. Salzburg in Folge, was von Knights gewonnen wurde. Ja. Weil tatsächlich, das muss ich ganz Geschichte erzählen, ich war damals Salzburg, da war ich noch ganz frisch, war letztes Jahr, das war mein 2. Turnier, war ich auch schon da.
und damit hat es der liebe William gewonnen gehabt. Auch damals ganz frisch, neue Regeln und so. Deswegen, das hat jetzt Tradition. Hau ab. Ja, aber geil. Cooles Ding, wirklich. Also richtig schön. Und ja, Alpine Cup, immer geile Turniere. Also immer. Das ist, glaube ich, wirklich einer der Household Names der Turnierszene. Und immer richtig geil da zu gewinnen. Von daher wirklich nochmal großes Glückwunsch. Was ist das nächste Alpine Cup? Ist September oder Oktober? Wann das? Es gibt diesen Sprint, den Alpinen Sprint, der quasi mit integriert ist in diese WTC-Woche. Genau. Der ist, glaube ich, technisch den Alpine Cup. Genau, ist und er. dann kommt das nächste auf deutschem Boden, ist, glaube ich, NRW. Oktober. Wieder. Genau, NRW im Oktober. 23. 26. stimmt. Mein Turnierkalender. Will man uns wahrscheinlich auch antreffen. Ja, 100%. 100%. Ich bin auf jeden Fall dabei. Nee, aber also richtig coole Sache. Richtig geil. Ja, Knights sind ziemlich okay. Deathcards sind auch ziemlich okay. Fair und balanced. Weißt du? Ich muss mich bei jedem Matchup komplett anstrengen, habe Stunden mit überlegen und genau Platzieren gebraucht. Tatsächlich, platzieren muss man schon relativ genau. Einfach dann immer ausmessen, dass man noch durch alle Ruinen durch kann. Immer so gucken, okay, nur von da und den Angles, weil du hast ja nur 24 Zoll Range, also immer das sagen kann, alles, was man schießen kann, in 36 Zoll, dass du Counterbeschuss machen kannst. Aber sobald man diese 2-3 Schritte gemeistert hat, ist dann wirklich Knights einfach nur noch Stamm, vorwärts, Push. Ja, ich habe auch das Gefühl, man muss diesen Makro-Gameplan einmal ordentlich machen, Deployment, Movement und halt wirklich einen Zug vorausdenken. Das ist das A und O. Wenn du das ordentlich machst und Fallen oder Traps halt mal vom Gegner vermeidest, dann ist alles wunderbar. Das glaube ich auch. Ja. Und auch, man muss ein bisschen lernen, wo man Towering Angles findet, weil das ist so eine Sache, die übt man sonst gar nicht. Absolut, absolut. Da ist auch etwas gegen Knights. Man muss es auch selber gegen Knights sich geübt haben. Einfach dieses Einstudieren und dieses Gefühl dafür entwickeln, kann man mich jetzt sehen oder nicht. Das ist für mich jedenfalls ganz groß. Ich muss in Ruinen verstecken, dieses Gefühl, ach, warte mal, lass mich kurz gucken, ob man vielleicht mich nicht doch hier gerade sehen kann. Und dafür so sein kleines Händchen zu finden, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, also 2 Turniere hier, die von Knights gewonnen wurden, über die wir berichtet haben. Cool. Ja. Ne, wenn? Dann lass uns doch gerne von einem weiteren ritterlichen Turnier sprechen. Wir haben auch Knights gewonnen. Und zwar, bei Teams ist auch schwierig nicht zu gewinnen, wenn jedes einzelne. Ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel spoilern, wenn man zu viel crazy WTC-Insights, wenn man sagt, es gab ein paar Imperial Knights bei diesem Turnier. In Fakt, bei Pyra Cup machen die Organizer immer so eine kleine Bingo-Jagd quasi. Und die Jagd dieses Mal war, die Person, die die meisten Atrapoden tötet, kriegt einen kleinen Preis, hieß es. Also haben wir alle gesagt, wer hat mich auf die Imperial Knights? Der hat 3 Atraposse, wer hat mich darauf? Ich will den sammeln. Lass mich raten, der Final hat ein Knight-Spieler gewonnen? Ich glaube schon. Der Final Count an gekillten Atrapoden bei der höchsten Person war tatsächlich 8. Mehr sage ich nicht. Geil, Alter, holy shit. Das ist ein gebalancedes Datasheet, okay. Ja, also man muss wirklich sagen, also es waren 8 Nationalteams, also vielleicht Background, Pyra Cup, was ist das? Pyra Cup ist ein Turnier, was in Polen gehostet wird, von Team Polen auch. Die laden immer ein zu einem kleinen Ort nahe der deutschen Grenze in Höhe Berlin. Und da sind immer so meistens 8 Nationen da, die Nationalteams. Und dann wird gespielt in einer richtig, richtig geilen Location. Das ist so ein sehr kleiner Ort da in Polen, nirgends in der Nähe davon. Aber in einem richtig schönen Hotel ist das, so ein großes, altes, mit Rosengarten und allem. Und man zockt in diesem Hotel, unten einfach in den Hauptessensräumen quasi. Man kriegt volle Verpflegung, also Frühstück, gekochtes Mittagessen, gekochtes Abendessen. Man kriegt Kontingent an alkoholischen Getränken komplett ausgegeben und alles. Man schläft da auch direkt. Das ist meiner Meinung nach, ich bin zum 3. Mal jetzt da, für mich immer eigentlich die beste Turniererfahrung, die ich habe. Ich liebe es, zum Pyra Cup zu gehen. Klar, scheiße, da hinzukommen, ne? Also,
weit weg von NRW. Also, das ist Für relativ, dich, okay. Luis hat da kein Ja. Problem. Oh, guck Luis hat mal, kein ich muss ins Auto einsteigen und ich bin vor 9 zu Hause. Das ist schon Luxus, nicht bei okay? uns, nicht bei uns. Aber das ist so geil, weil das ist so ein schönes, altes, tolles Hotel. Also es ist wirklich toll. Und das Essen ist, gleich noch mehr dazu. Aber das ist das Power Cup Turnier. Da waren wir mit Team Germany. Louis war mit Team Belgien tatsächlich dabei. Durfte da aushelfen und mit Erfahrung sammeln. Genau. Richtig cool. Wer war noch dabei? An Top-Teams war ganz spannend. Hatten wir es lange nicht mehr auf Turnieren gehabt. Die Engländer. Die waren beim vorletzten Pyro Cup auch dabei. Das hat auch noch nicht lange zu spielen. Polen A und Polen B. Wir hatten 2 Teams dabei. Wir natürlich. Und dann Belgien, Dänemark, die Niederlande und Lettland. Genau. Latvia, ja. Ja, also cooles Ding. Alle immer mit 8 Spielern. Und hier ist so natürlich die große WTC-Vorbereitungszeit. Listenabgabe rückt extrem nah. Jetzt sind wir alle am letzten Listen fertig schreiben. Das heißt, hier ein großer Faktor auch auf die Geheimhaltung. Also es gibt nichts bei BCP oder Herald oder so, sondern es wurde mit Papier alles getrackt. Listen sind nicht online verfügbar. Keine Scores sieht man ein, was auch immer. Und jedes Team, was hier kommt, muss ja ganz verpflichten dazu, damit nicht zu teilen. Ganz wichtig. Weil alle Leute jetzt natürlich darauf sehr achten, was die Nation wirklich mitbringt. Aber man will es dann nochmal nutzen, als diese Gelegenheit, noch was wirklich zu testen. Nochmal wirklich zu gucken, klappt das wirklich, was wir bringen? Klappt unsere Teamcoms? Wie sind die Matchups? Also es ist eine super geile Gelegenheit dafür. Die Polen gehen noch einen Step weiter, denn dieses Power Cup, dieses Wochenende, war nur Schritt 1 auf ihrem Bootcamp. Die sind jetzt noch die ganze Woche da am Zocken, intern nur noch. Und nächstes Wochenende haben die noch einen Power Cup mit anderen Nationen. Also die machen da jetzt so ein richtig intensives Bootcamp draus. Richtig cooles Ding. Finde ich sehr stark. Und wir waren halt auch da. Genau. Wir waren von Zugzwang mit Louis bei Belgien, Live und mir bei Team Germany als Spieler und natürlich Paul auch als Coach. Tim konnte leider nicht mitkommen dieses Mal. Dafür ist Max Kanter eingesprungen, hat auch Rotan gespielt. Und ja, also Chris war mega geil. Ja, Chris war auch da, genau. Ja. Der Most Broken Army. Ja, war richtig geil. Also die Hinfahrt war chaotisch, weil ursprünglich war mal geplant, die letzten paar Male, die NRWler fahren mit dem Zug oder wie auch immer nach Berlin. Man trifft sich in Berlin und fährt dann mit einem großen Neunsitzer halt nach Polen. Das haben wir die letzten paar Male gemacht. Das wurde diesmal ein bisschen spontan gecancelt. Mein Zugticket nach Berlin war dadurch dann ein bisschen nutzlos. Und dann aber noch mit einem Mietwagen. Aufgenommen, okay. Ja, das stimmt. Noch mit einem Mietwagen mit Chris und Grisha hingefahren. Die haben uns mitgenommen, Paul und mich. Das war gut. Lange Fahrt, aber angekommen. Dann kommt man an bei diesem tollen Hotel. Alle trudeln ein. Man trinkt lecker Tiske, Bierchen, quatscht über die Matchups, guckt sich die Listen weiter an, geht irgendwann endlich pennen. Nächstes Mal macht man auf, geht zum Frühstück in dieser wunderschönen Essenshalle. Es gibt frische, große Bienenwaben, wo man Honig wirklich abkratzen kann auf seine Brötchen. Also das sagt, finde ich, genug aus über die Quali. Richtig geil. Und ja, dann wird direkt gezockt. Wir hatten Runde 1 die Niederlande, Runde 2 Polen B und Runde 3 Dänemark. Hatten also quasi so ein bisschen einen leichten Tag 1, wenn man jetzt sagt, England, Belgien, Polen A, Dänemark auch, sind so die Hauptleute, würde ich sagen. Tag 1 lief super für uns. Wir haben also alle 3 Spiele ziemlich confidently gewonnen, muss man wirklich sagen, Team Germany. Das hat alles sehr gut geklappt. Es ist immer so es gibt keine richtig große Mittagspause zwischendurch, sondern man macht direkt nach Game 1 Pairing für Runde 2. Man hat aber eine halbe Stunde mehr Zeit fürs Game und irgendwann kommt das Essen dann geliefert, quasi von der Küche des Restaurants und macht man einfach Pause auf die Uhr, geht essen und macht das individuell. Es gab richtig geile Burger. Was der Cheatcode ist, Sache an. einfach eine Armee spielen, die recht schnell Halt's ist. Maul. Und dann bist du früher beim Mittag. Ich habe jedes meiner Games an die Clock gespielt. Abgesehen von Tag 2, da haben sie zweimal aufgegeben. Genau. Ich habe keins meiner Games an die Clock gespielt. Ich hasse das. Oh, genau. Oh, nee. Abends gab es, finde ich, das geilste Essen, was ich bisher hatte beim Power Cup. Ja, da gab es als Vorspeise eine Suppe.
Luis, hast du ja auch gegessen, oder? Die Suppe da? Boah, ich fand die so geil. Ich fand die so bärenlecker. So eine richtig dicke Suppe, Zwiebeln, Ei und Fleisch drin. So lecker. Hauptgericht war ich weiß gar nicht, was das ist, aber so ein bisschen Cordon Bleu, also Fleisch mit Käse drin, aber es war eher so Schinken in der Rouladenform, aber mit Schnitzelpanade. War eine coole Mischung aus Cordon Bleu, Roulade und Schnitzel. Ja, genau. So eine Genau. I don't know how to call it, ne? Aber bombengeil mit einer lecker geilen auch Soße. Konntest du Weinflaschen dazu bestellen. Bier war, wie gesagt, gratis den ganzen Tag. Also geil. Nachtisch ein richtig geiler Cheesecake auch. Also, Polen, Junge. Pirate Cup, ey. Lecker. Und am nächsten Tag gab es Schnitzel mit Wein trinken. Mit den Belgier, teilweise quasi gefühlt in der französischen Szene unterwegs. Guck mal, mit denen kann man auch gut Wein trinken. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, glaube ich. Aber wir haben bei deutschen Tisch auch gut gebechert. Am nächsten Tag gab es Schnitzel zum Mittagessen und für die Vegetarier gab es richtig geile Pierogis mit auch einem so Schafskäse-Dip. Der sah fast besser aus als Schnitzel, muss ich sagen. Leider bin ich kein Vegetarier, bitte. Anyway, am zweiten Tag für uns ging es ran gegen England und Polen dann. Also dann ging es dann richtig ans Eingemachte. Aber auch da wieder tatsächlich Team Germany 2 ziemlich starke Siege geholt. Also ich glaube, wenn wir auf Punkte gucken, wir haben Game 1 123 zu 37, dann haben wir 100 zu 60, 107 zu 53, 104 zu 56 und dann ging Polen unser knappestes Game mit 95 zu 65. Also 75 bis 85 ist Draw Range, ne? Also das muss ich wirklich schon sagen, das hat richtig gut geklappt. Haben das Ding gewonnen. Da ist keine große Gewinnerzeremonie groß, ne? Man kriegt eine kleine Medaille, das war's so, ist eher fürs Training halt, ne? Aber das war ein geiler Confidence-Boost, muss ich sagen. Ich musste zu früh weg, weil ich nach Köln musste wieder. Wir sind direkt gefahren mit dem Belgier. Du musst einfach Coach werden und kriegst noch Alkohol, okay? Das ist geil, ja. Nee, also das war wirklich, wirklich stabil. Es war sehr cool, die Meta zu sehen und die verschiedenen Takes der verschiedenen Mannschaften, was sie so mitbringen. Die Spieler, es war toll zu reden über die Meta mit all diesen Leuten, die sich jetzt seit Wochen schon vorbereiten. Also ich muss wirklich sagen, das war mal wieder eins meiner Favorite 40k-Events. Also abgesehen von unseren Zugzwang-Team-Turnieren. Richtig geil. Louis, hat es dir auch so gut gefallen? Ja, absolut. Es war sehr witzig, mal wieder ein paar neuen Leuten so mal Insight in ein anderes Nationalteam zu bekommen. War sehr schön. Ich weiß, gefühlt ist ja schon fast schon eine kleine Profession von mir geworden. Jetzt ETC bei den Österreichern, jetzt hier bei den Belgiern. Ich sag's dir, ich krieg noch hier die meisten WTC-Mannschaften durch, okay? Locker. Nee, super. Ja. Genau, ja. In 3 Wochen spielt Luis irgendein Teamturnier auf den Philippinen. Honestly, Louis hätte fast für South Africa gespielt. Ja, Louis hätte fast für Südafrika bei der WTC jetzt eingesprungen. Weil die hatten temporäre Probleme mit den Visas und da hatten wir gefragt, ob denn eine europäische Nation den noch einen Vertretungsspieler stellen kann, aber dann haben sie es doch noch geschafft zu organisieren. Ja. Schade. Weil das wäre zu geil gewesen, da nochmal die Erfahrung auch mitzunehmen, direkt Louis. Das wäre wirklich cool, ja. Absolut. Guck mal, Niklas. Ja. Ich mache jetzt einfach Vertretungsspieler bei euch. Und dann, du weißt, also, wenn dir jemand auflauert um nachts, ihr wolltet schon immer mal lernen. Ey, Lauer, Fred und Arne hinterher, wenn schon, okay? Nicht mir. Ja? Du meinst, nur weil die Berliner, also den anderen Berlinern auflauern? Nee. Ja. Alle Gründe. Genau. Nee, also das war das quasi. Das ist auch bei mir alles, was bei mir vor der letzte Wochen passiert ist, weil das ist alles nur WC-Vorbereitung. Ändert sich auch nicht mehr in den nächsten Wochen. Listenabgabe ist jetzt diese Woche. Ich glaube, Listen veröffentlicht ist nächste Woche. Ab dann, oder? Louis, korrigiere mich gerne. Ja, ne? Genau. Also, jetzt geht's richtig ab. In 2 Wochen haben wir nochmal Bootcamp in Hamburg von Team Germany. Alle nochmal mitmachen. Und dann ist ja schon WTC quasi. Oder dieser Alpine Sprint und Co. Also, jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Ich muss wirklich sagen, die Stimmung ist heiß. Alle haben richtig Bock.
Und ich kann es kaum erwarten, wenn die Listen veröffentlicht werden. Da werden wir mit Sicherheit auch einen ganz klaren Blick drauf werfen mal und uns alles anschauen. Und ja, WTC-Hype, Junge. Ich Bock. Und ich glaube, dann können wir auch schon auf die Podziehungen eingehen, oder? Ich glaube auch, ja. Können wir sehen, ob wir wieder im Todespot gelandet sind oder so doch noch vielleicht relativ gesehen liegen, okay? Die Ziehung macht noch die Breaking. Die sind da wird bestimmt was Gutes bei rauskommen. Die sind im Todespot mit uns, Junge. Wir sind der Todespot, ja, weil wir drin sind. Nee, also das ist bei mir ein 40k die nächsten Tage. Ben, gehst du noch in welche Turniere? Ja, ich fahre jetzt am Wochenende nach Lübeck zum Beach Clash. Da habe ich netterweise ein Ticket gewonnen. Und da habe ich gedacht, ja, fahre ich halt dahin. Können wir echt so einen Counter bekommen? Also, wie viele Tickets du mittlerweile schon gewonnen hast? So hoch gehen die nicht. Ich könnte mir aktuell so ein Infinity Gauntlet machen, weil ich genau 5 Tickets aktuell gewonnen habe. aber es soll ja nicht dabei bleiben. Dann wäre der ja fertig, wenn ich jetzt machen würde. Das wäre ja Quatsch. Nee, ich fahre dahin mit dem Simon. Wir haben zusammen eine Unterkunft. Der ist arbeitstechnisch schon da oben. Den werde ich ja mit zurücknehmen. Der Froggy von uns wird auch da sein. Ich glaube, nur wir 3 von Zugzwang. Ich möchte jetzt aber keinen unterschlagen, aber ich glaube, es ist halt auch jetzt nicht so, das ist auch als Major ausgeschrieben, aber ich glaube, am Ende werden es 40, 50 Leute oder so, glaube ich. Aber da freue ich mich ein bisschen drauf, ein bisschen am Strand. Ich hoffe, das Wetter wird gut. Ja. Muss ich auch nochmal Nights einpacken, damit ich ein bisschen was vom Strand habe. Ja, safe. Oder einfach gegen Nights 20 Minuten, Game vorbei. Ja, genau. Aber tatsächlich, sie haben ja Night-Limitierungen eingepackt. Also ja, das stimmt. Vielleicht, guck mal, weil dann kannst du nicht nur 8 Modelle schieben, dann musst du jetzt vielleicht 10, 12 Modelle schieben. Also es ist dann schon proportional ein deutlich längeres Spiel gesehen. Also so ja. 30 Minuten oder 40 Minuten ist relativ gesehen ziemlicher Unterschied. Ja, wisst ihr, was mein absolut Nights unspielbar auf dem Beach Clash. Das ist quasi so genervt. Mein absolut favorite Fun Fact, den ich am Wochenende mal erzählt habe bei dem Power Cup war: Ich bewege mehr Modelle, bevor das Game anfängt, als Night-Spieler bei einem ganzen Turnier. In einem Game. Weil wenn ich scoute nämlich 21 ACDC-Modelle, 5 Sticker und ein Beast of Nurgle. Ja. Also, wenn man Deployment mitnimmt, ja, wenn man sagt Deployment und Scouts, ja, habe ich schon doppelt so viel Modelle bewegt wie der Night-Spieler ganz Turnier. Straight up. Ja. Selbst schuld, würde ich sagen. Ja, der Beach Clash, Deutschland ist ja bekannt dafür, dass wir die Meta auch aktiver regulieren. Ja, man sieht Wotan-Bands und Co., die ja in Deutschland immer Ursprung hatten. Und ich finde es jetzt nicht. Ich finde es jetzt auch nicht. Stimmt, da kann man. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Ich finde es legitim. Ich finde, wenn man vor allem das Ziel hat, man möchte im Singles-Turnier eine schöne Erfahrung wirklich für alle auch machen. Ich glaube, Knights ist so eine Armee wirklich, das merkt man, die ist einfach sehr unangenehm, wenn man dagegen verliert, wenn man halt nicht so das Counterplay so komplett kennt. Das ist schon High Level, ne? Schon für erfahrene Spieler macht es keinen Spaß, wenn du sagst, ja scheiße, hat er auf der guten Map für einen Night-Spieler angefangen, bitter. Und wenn du dann halt einfach so sagst, ich gehe halt auf nur ein Turnier oder so im Jahr, weil ich habe jetzt meine Armee bemalt, und dann spiele ich zweimal gegen Knights und denke mir, ja cool, ich habe nur das Game gezockt. Also ich kann es verstehen total, weil ich glaube, es ist sehr gut für so diese breitere Community auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, dass es wieder internationale Wellen und Meinungen geschlagen hat und mit sich bringt. Aber ich bin dafür. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es auch gut. Ich finde, man muss damit vorsichtig sein. Vor allem, weil man ja auch dann ein bisschen die Daten, die Games Workshop bekommt, verfälscht. Aber das tun auch Leute, die ihre Regeln falsch spielen. So, also ich habe jetzt zum Beispiel, also Death Guard spielen jetzt viele Leute, die sagen, die spielen die, weil der Codex gut ist. Und ich habe schon mehrfach gehört, dass die Regeln einfach zu gut spielen. So Drohnen einfach mit doppelter Range und mehr Schuss, als im Profil steht. Oder Ability ist besser, als sie in Datasheet stehen. Und das verfälscht halt auch so ein bisschen dann die Daten. Von daher, eine Verfälschung hast du immer.
Es gibt sogar Leute, die sagen, ein TO muss da eingreifen oder sollte. Das finde ich nicht. Ich finde, es ist nicht die Pflicht von einem TO, das Spiel spielbar zu machen. Das muss halt immer noch der Regelschreiber machen. Aber ich freue mich, wenn da jemand mutig genug ist und auch Einfallsreichtum beweist, um da was zu machen, was man sagt, okay. Ich glaube, Knights sind immer noch super stark, auch mit den angepassten Regeln. Ja. Aber sie werden halt so ein bisschen eingedämpft. Ne? Ich weiß nicht, also sie haben ja keine Regeln geändert. Sie haben ja nur die Auswahlen geändert. Ne? Du darfst nur noch 1 Cerastos spielen, du darfst nur noch 3 große, aber die Regeln an sich sind ja alle gleich. Und genau, deshalb finde ich das schon, einen guten Ansatz auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie es am Ende dann aussieht. Ich werde trotzdem noch darüber heulen, dass ich Spiel 5 gegen Knights verliere. Alles easy. Nee. Man muss es positiv sehen, dann kannst du noch den Abend am Strand verbringen. Ja, das stimmt. Dann hast du vielleicht noch was von der Sonne. Ja, was soll ich sagen, ne? Also ich habe jetzt, das erzähle ich habe jetzt beim Power Cup auch eine Runde gegen Knights gespielt. Und also ich hatte Power Cup, ich hatte nur geile Games. Also ich hatte lange nicht so viele gute Games gehabt wie beim Power Cup. Ich hatte so viel Spaß mit meinen Gegnern gehabt. Und auch im Night Game. Wir waren beide so komplett uns einig. Skill zeigen wir hier beide keinen. Wir gucken jetzt einfach, wer gewinnt halt die Würfel. Und wir haben uns so totgelacht. Und Malte kommt am Tisch vorbei, sieht, ich werfe meinen Bloodthirster Charge, verkackt den ersten. Okay, CP Reroll. Malte, schwitzen, geschafft. Okay, jetzt kommt mein Moodroll. Nur 3 Sales gedrückt. Okay, wenn er einen Filmerretter hält, liegt er wahrscheinlich. Malte, schwitzt, Herzanfall fast. Malte, ich gehe mir an einen Tisch. Der gegnerische Coach kommt vorbei, sieht, wie er das gleiche macht gefühlt, schwitzt, Alter, was ist hier los? Und wir sollen Einschätzung machen, wie läuft das Spiel gerade? Wir gucken gleich, wer jetzt schon gewinnt. Wir wissen es noch nicht. So geil. Irgendeiner wird das dann gewinnen. So viel Spaß. Ja, aber wir wissen noch nicht. So viel Spaß. Das war so geil. Gewinnen würde der Spaßfaktor, okay? Ich hab gewonnen. Niklas ist so schlecht im Einspiel, okay. Also wir das nächste Mal spielen. Ja, gut. Genau. Ja, das war's eigentlich, oder? Ich denke. Aber unter 1,5 Stunden. Wir haben es geschafft, Leute. Ja. Ich bin gespannt, ob wir das beim nächsten Podcast auch schaffen, wenn es WTC-Listen gibt. Da werde ich wahrscheinlich kaum zu bremsen sein. Da müsst ihr mich ganz so zurückhalten. Ja? Also es sind doch nur 42 Länder, 8 Personen. Quick Math? Das ist doch schon ein paar Listen. Quick Math, wie viel sind's? 346? 36, oder? Nee, es ist 8. 36. Ja, 36, ja. 36, ja. Genau. Kopf Super. We did it. Wir sind stark. Okay. Nee, damit. Louis, danke, dass du dabei warst, berichtet hast von den Knights als unser externer Experte, interne Experte natürlich hier. Intern, extern, also bei so viel so Söldner für das weiß man es nie. Louis ist einfach, Louis müssten wir eigentlich so ein großes Schwert immer geben auf den Rücken. Das ist nämlich einfach Cypher. Ja? Keiner weiß jetzt, ist er Zugzwang? Ist er Belgien? Ist er Österreich? Ist er dabei, wirklich? Ne? Ja, ist er HD Plus? Ne? Bin ich Niedersachsen oder Däne. Ja, genau. Nee, also, Leute. Mega geil. Danke fürs Quatsch, hat richtig Spaß gemacht. An unsere Zuhörer, wie immer. Danke fürs Schauen und Gucken. Sind ja sogar nur 40 Minuten für die auf doppelter Geschwindigkeit immer hören. Shoutout. Nee, richtig geil. Wie nice einfach mit doppelter Geschwindigkeit. Genau. Checkt gerne bei uns bei Instagram weiter ab, hört euch das nochmal auf Spotify an, lasst ein Like da, kommentiert, jada. Schaut euch gerne die anderen Folgen an, die wir gemacht haben und den anderen Content, den wir bringen. Wir bringen ja gerade viel, sag ich mal, auch zwischen den Podcast-Folgen Sachen auf, einfach weil es Spaß macht so gerne und ihr mögt es halt, ihr guckt es euch gerne an, lasst uns mal gutes Feedback da und dann macht das einfach eine riesen Laune, das hier zu machen. Deswegen kommt bestimmt auch wieder was zwischendurch rein. Danke nochmal an Fantasy Welt für Sponsoring. Das ist Bomben geil. Und wie immer zögert nicht auch, uns auf Turnieren einfach anzusprechen oder auf Discord wie auch immer zu schreiben.
Wir haben immer, glaube ich, Spaß daran, einfach mit allen zu interagieren, zu labern, zu quatschen und freuen uns jedes Mal wirklich enorm, wenn wir einfach gute Neuigkeiten und gute Sachen von euch gesagt bekommen. Das macht richtig Spaß. Danke euch nochmal. Dafür machen wir das ja, ne? Dafür spielen wir Warhammer. Genau. Also manche spielen Warhammer, um Leute mit Neid zu überrennen, manche spielen Warhammer, um aber wir machen sowas. gute Verbindung zu Leuten aufzubauen. Man kann auch beides machen. Du wirst es nicht glauben, ich wurde tatsächlich Most Friendly nominiert, okay? Es ist nominiert? So, kann man das jetzt ausschneiden hier? Herrlich. Nee, super Jungs. Dann, also, ciao Leute. Haut rein. Gut. Bis zum nächsten Mal, ja? Bye, bye. Ciao. Das war's mit dieser Folge von Zugzwang. Wenn es dir gefallen hat, abonnieren, kommentieren, teilen. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns auf Instagram, YouTube und Spotify unter @Zugzwang40k.